Fühlst du dich als Europäer? Ja, sicher. Ich bin hier geboren in Europa, insofern auch europäisch. Ja. Und ihr? Ja. Ja. Als was sonst? Ja. Schon. Ist ja klar. Also zur Hälfte. Ja, weil meine Mutter kommt von den Philippinen und mein Vater ist Österreicher, von daher. Ich fühle mich als Österreicher. Ich bin eine Tirolerin. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob ich Europäer bin. Ich bin Österreicher. Ich fühle mich als ich. Wenn ich jetzt in Spanien bin und sie mich fragen, von wo kommst du, dann sage ich oft Österreich. Dann fühle ich mich als Europäer. Wenn mich hier jemand fragt, so, wie heißt du, dann sage ich Theo und von wo kommst du? Sage ich, ja, ich komme ursprünglich aus der Türkei, obwohl ich eigentlich hier geboren bin, nicht von dort komme. Dann fühle ich mich nicht als Europäer. Also es kommt immer darauf an, wo ich gerade bin und mit wem ich spreche. Also ich finde ganz bewusst, wird es mir, wenn ich auf einem anderen Kontinent bin, der nicht Europa ist, dann fühle ich mich sehr wohl als Europäerin. Ich würde gerne, wenn ich im Ausland, also im Ausland von Europa bin, sagen, dass ich Europäer bin, aber ich mache es eben nicht. Ich stehe nicht auf in der Früh und denke mir, boah, heute fühle ich mich wieder europäisch oder so. Also über das mache ich mir keine Gedanken, ich bin halt da. Und Also ich sage das schon ganz gern, wenn man andere Leute kennenlernt, dass ich aus Europa bin. Ich habe halt nicht so dieses Heimatgefühl, das manche Menschen haben, dass man irgendwie jetzt so stolz ist irgendwie auf die österreichischen Berge oder so. Ich müsste dann sagen, boah, ich bin so stolz auf die burgenländische Pusterlandschaft, die ist so flach, das ist so super. Ne? Also das habe ich nicht so. Ich finde das einfach auch so eine abstrakte Idee, dass irgendwo Landesgrenzen gezogen werden und jeder, der hinter der Grenze wohnt, soll auf einmal anders sein als ich. Ich finde, wir sind da einfach eine große Gemeinschaft an Menschen. Und gerade in Innsbruck ist ja die Lage so, dass recht viele Deutsche bei uns studieren. Und wenn die halt da sind, dann merkt man, dass man die in seinen Freundeskreis integriert und dass das einen bereichert, wenn man mit den Leuten zu tun hat und auch dorthin reisen kann. Und ich genieße das einfach total, dass ich meine Beziehungen da überall hin habe. Es ist präsent, die Europäische Union ist präsent. Für mich sind so Momente wie zum Beispiel in Alpbach, wo ich mit Italienern, Spaniern, Franzosen, Engländern rede und merke, dass doch, ich meine, natürlich, das sind da gewisse Leute hier, die alle in der Hochschule gegangen sind, also wir haben schon mal so Gemeinsamkeiten, aber wo wir einfach gemeinsame Themen haben, gemeinsame Probleme, gemeinsame Freuden und das ist für mich irgendwie Europa. Am meisten zugehörig fühlst du dich? in meinem Fall einem Dorf. Weil das für mich noch am fassbarsten ist, weil ich das umreißen kann anhand von Personen, anhand von Geografie, anhand von Erlebnissen, die ich damit verbinde. Wenn ich bei der zweisprachigen Ortstafel Kleinwadersdorf, Maliburisdorf reinfahre, wenn ich von Wien runterfahre. Also, und dann irgendwie das Haus, die Umgebung, wo man was erlebt. Da entsteht bei mir so dieses heimelige Gefühl. Zu meinem Land. Ja. Wenn man Tirol anschaut, ist es ein sehr großer Unterschied, ob man jetzt aus Innsbruck ist, aus einer Stadt oder von Dörfern. Ich merke es in meiner Klasse, es ist ein Riesenunterschied, was für Ansichten sind, wie offen man ist auch. Es ist einfach ein bisschen anders. Egal wer man ist und egal welcher Mensch man ist, man lebt auf der Welt und hat die Verantwortung und ist deswegen auch zugehörig. Ich fühle mich genauso zugehörig der Welt, vor allem weil meine ganze Familie auf der Welt verstreut ist. In meinem speziellen Fall ist es irrsinnig schwierig, weil ich Burgenland-Kroate bin, in Österreich wohne. Der Papa ist Molise-Kroate aus Italien. Also mich fragen oft Leute, was bist du? Und ich sage ihnen dann immer, ich bin alles gleichzeitig. Es ist einfach so. Natürlich bin ich eine stolze Steirerin, oh Gott. Eine Region in Europa, das sind irgendwie Pritzeleien auf einer Karte, weißt du?
Wenn man die Welt vom Weltall betrachtet, dann gibt es auch keine Grenzen. Dann kann man nicht sehen, wo was hingehört, wer wohin gehört. Das ist einfach eine Kugel und dort gehören wir hin. Deswegen, ja, zugehörig fühle ich mich der Welt. Ich bin so der Überzeugung, dass alle Menschen bzw. jedes Lebewesen dieser Welt ein großes Ganzes ist. Wenn man im Ausland ist, merkt man erst, wie stolz man ist, Österreicher zu sein. Woanders leben ist super lustig und schön, aber ich merke dann auch diese Sehnsucht nach Menschen mit einem gleichen kulturellen Hintergrund. Dass so viele, also schon allein beim Humor, der Humor ist ähnlich. Also ich sehe mich so wie in dem Asterix-Film. Das ist die große Welt und dann zoomt man immer weiter rein in sein kleines Dorf. Ja. Und vorwiegend bin ich natürlich da zu Hause. Das ist meine Region, aber das soll nicht heißen, dass ich mich nicht woanders auch dazu fühle. Ja. Und das ist ein Baukostensystem irgendwie. Was denkst du über den Nationalismus in Europa? Ich glaube, es ist eine Entwicklung, die immer mehr zunimmt, leider. Ja, das ist halt so wie Patriotismus, oder? Wenn so viele Leute so patriotisch sind und ich finde das eigentlich nicht gut, weil damit will man sich wieder abgrenzen von den anderen und für mich kommt es dann so wie wenn die halt was Besseres wären und dann entsteht wieder Streit und ja, in dem stecken wir ja gerade irgendwie alle mittendrin und deswegen finde ich das nicht gut. Nationalismus ist nicht das Richtige, aber Nationalismus darf nicht verglichen werden mit Patriotismus. Ich glaube, der Nationalismus in Europa ist hauptsächlich so ein Ausdruck von Angst. Nationalismus ist eine der schrecklichsten Sachen überhaupt, finde ich. Egal jetzt ob in Europa oder auf der Welt. Ich finde, Patriotin zu sein, finde ich überhaupt nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, finde ich toll. Aber nationalistisch finde ich persönlich nur negativ. Diese Leute, die sich so äußern, zum Beispiel auf Facebook oder so, das hat schon immer in denen geschlummert und jetzt trauen sie sich öffentlich zu sagen. Und früher hat keiner das sich so, sage ich einmal, getraut, dazu zu stehen und hatten keine Bühne. Und jetzt die Bühne gibt es medial mehr für Einzelne. Und ich glaube, es ist immer die Frage, natürlich ist es wichtig, über diese Entwicklungen zu berichten. Andererseits ist die Frage, inwiefern pusht man das? So viele Leute sind auch wirklich überzeugt von nationalistischen, radikalen Ideen auch. Es macht schon ein wenig Angst, das Ganze zu betrachten. Ich bin immer wieder froh, wenn sie es im Europaparlament dann doch nicht schaffen, eine Fraktion zu werden. Das ist doch wieder Glück gehabt. Ich verstehe das nicht. Man nimmt eine Europäische Union und versucht, die Menschen zu verschweißen und irgendwie zusammenzuhalten. Und man merkt da wirklich, wie sehr sie das eher dafür nutzen, um die Unterschiede festzustellen und sich dadurch irgendwie doch irgendwo abzuschotten, auch wenn die Grenzen offen sind. So kommt es mir vor. Dass man mit so hetzerischen Reden, oder nicht hetzerisch, aber so irgendwo auch billigen Reden einfach auf unterster Sparte so gut ankommen kann, ohne Inhalt. Das macht irgendwo keinen Sinn, aber die Leute glauben es und wählen es. Aber man sollte stolz auf sein Land sein und das auch zeigen. Ich finde die Entwicklung negativ, weil man sieht sie jetzt mehr oder weniger. Man sieht ja, dass dieses Konzept Europa momentan nicht wirklich funktioniert wegen so Sachen wie Nationalismus. Und ich finde aber auch gleichzeitig mit diesem Nationalismus ist irgendwie so ein bisschen was Konservatives verbunden. Ich werde immer zuerst auf meine eigene Welt schauen. Und wenn es uns gut geht, dann können wir ruhig, dann können wir andere auch helfen. Aber in erster Linie sollte man einmal bei uns das in den Griff kriegen, wenn es ein Problem geben sollte. Man ist irgendwie fokussiert auf sich und glaubt, dass man irgendwie was Besseres ist und hält sich irgendwie an dieser Nation so stark fest. Ich weiß nicht. Ich find das extrem, extrem schlecht für die Gesellschaft. Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall sehr schade und schlimm, wenn Nationalismus zunimmt. Für wen sollten wir unsere Grenzen öffnen? Für alle, die herkommen möchten? Für alle, weil warum sollen nicht alle sich frei bewegen dürfen? Ich finde generell, dass die Grenzen nicht geöffnet gehören. Weil ich finde, das gehört einfach, oder das sollte einfach überschaubar sein, was in unser Land kommt und wer in unser Land kommt. Dann sollte das keiner ausnutzen, aber herkommen kann jeder. Kommen kann jeder. Für alle und
Ich will ja in jedem Land, wo ich hinkomme, mit offenen Armen quasi angenommen werden und nicht mich irgendwie wie ein Verbrecher fühlen. Für Leute, die es wirklich brauchen, auf jeden Fall. Also eben zum Beispiel Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. Ich finde, jeder Mensch soll eigentlich dort leben dürfen, wo er Lust hat zu leben. Jeder, der an unsere Tür klopft, bzw. unsere Grenzen, und er sagt, er braucht Hilfe, sei es A, er wird verfolgt, politisch oder weswegen auch immer, oder sein ganzes Dorf wurde ausgelöscht. Und es gibt ja natürlich verschiedene Gründe. Und ich finde, diesen Leuten sollte man absolut Zugang nach Österreich gewähren. Sonst machen wir uns dem Massenmord schuldig. Wenn wir den Leuten nicht helfen oder sie wieder dort zurückschicken, wo sie abgeschlachtet werden, das geht für mich gar nicht. Jetzt kommen zig Millionen Leute, die was wirklich Hilfe brauchen. Die kommen. Was tust du mit denen? Ja, aber da kann Österreich nichts dafür, wenn da Europa nicht zusammenhält. Kann es nicht. Aber die Frage ist ja, für wen sollten wir die Grenzen dann öffnen? Für niemand? Sollen wir keinen einlassen von die oder sollen wir nicht ganz gewisse... einfach von den Menschen. Fertig. Ja, es sind ja alle. Du kannst aber nicht alle aufnehmen, ja, weil es tut's platzt. Wir wollen ja nicht alle nach Österreich. Stell es mal nicht so dar. Naja. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Grenzen für Menschen öffnen sollten, die unsere Hilfe wirklich benötigen. Und nicht für Menschen, die aus dem einen Grund herkommen, weil sie es besser haben wollen, als dort, wo sie hergekommen sind. Für wen sollten wir unsere Grenzen öffnen? Für keinen. Für keinen. Österreich soll einfach Österreich bleiben. Nein, ich finde schon, für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten finde ich schon, dass man denen helfen sollte, aber ich finde, man sollte sich halt auch darüber Gedanken machen, wie das weitergeht in der fernen Zukunft, weil wir können nicht alle Leute einlassen und dann, weiß nicht, und dann was tut man dann? Es ist für uns nicht leicht, aber ich finde, es ist auch als europäisches Land ist es auch ein bisschen unsere Pflicht, dass wir anderen helfen. Ich sehe es im Waldviertel sind schon viele Häuser, weil halt einfach da schon viele Leute immer mehr in die Stadt ziehen und es sind einfach schon viele Häuser, die halt leer stehen und da könnte jemand wohnen. Und da denke ich an die Flüchtlinge, weil ich mir denke, ja okay, die müssten ein bisschen hergerichtet werden, weil ihnen ist sicher ein Chaos, aber das kann man sicher machen. Bei mir in der Familie war es so, dass mein Großvater nach dem Zweiten Weltkrieg dann quasi gezwungen war, 29 Jahre in Deutschland zu arbeiten und er hatte dort seinen Arbeitsplatz und das war das Schicksal von irrsinnig vielen Süditalienern und dort wurde einfach den Leuten geholfen, weil es einfach keine Möglichkeit gab, irgendwie zu Geld zu kommen. Und aus Solidarität und deswegen sollten wir jetzt gegenüber den Flüchtlingen, die jetzt Hilfe brauchen, sollten wir uns auch so verhalten. Wir sollten auch irgendwo zeigen, dass wir ein Herz für die Menschen haben und auch Liebe zeigen können. Aber das machen wir nicht. Ich finde auch, dass Leute in Not, dass denen geholfen werden muss. Und deswegen finde ich es umso schlimmer, wenn dann irgendwo Grenzzäune errichtet werden, damit die sowieso schon eine ewig lange Reise übers Meer und über andere Grenzen hinter sich haben, dass die dann wenigstens nicht vor unseren Türen noch einmal irgendwie, weiß nicht, an Grenzen kämpfen müssen. Ich finde, so sind wir auch schon geprägt worden, eigentlich jetzt unsere Generation, auch in der Ausbildung, sei flexibel, lern Sprachen und da arbeiten und dann gehst du dahin und da Auslandssemester. Ja, und jetzt sollen manche nicht irgendwo anders hingehen, das geht mir eigentlich irgendwie nicht in den Kopf. Die Frage ist nur, halten sie die Menschen an diese Regeln, die wir irgendwie in unserem Land für uns definieren? Und für mich ist Sprache was Wichtiges dahingehend. Wenn ein Mensch nach Österreich kommt und die Sprache nicht lernen möchte, dann finde ich das nicht in Ordnung. Ich mag nur nicht die Menschen, die da herkommen und sie einfach nicht anpassen können. Und dann finde ich das ganz furchtbar, die kommen nach Österreich, suchen um Asyl an und dann weiß man eigentlich nicht, was jahrelang mit einer passiert. Und ich finde das ziemlich, das ist nicht recht gut bedacht, dass man Menschen
so lange auf so eine wirklich wichtige Entscheidung hinwarten lässt. Ja. Erstens ist das für den Staat nicht rentabel. Und für sich selber ist das eine Qual. Und für sich selber ist das furchtbar. Und ich glaube, da müsste auf alle Fälle was getan werden. Österreich sollte aus der EU austreten. Nein, absolut nicht. Nein. Keine gute Idee. Nein, das würde, glaube ich, auch finanziellen Ruin bedeuten. Ja, das wäre für uns der Abgrund. Das wäre die zweite Rezension, wenn wir austreten würden. Ich finde es wichtig, dass wir in der EU sind. Ich finde, dass die Menschen zu wenig darüber nachdenken, was das für Konsequenzen hätte, wenn wir es nicht wären. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin keine Politikerin. Das wissen die Politiker, glaube ich, besser. Ich kenne mich so wenig aus, weil ich das Gefühl habe, dass die Informationen, die ich bekomme, teilweise nicht alles beinhalten, was wichtig ist. Wow, die Frage kommt ein bisschen spät. Das wäre so eine Frage gewesen, die schon vor vielen, vielen Jahren hätte gestellt werden müssen. Also EU austreten, ich glaube, das ist jetzt derzeit schon sehr schwierig. Ich finde, wir hätten nie einsteigen sollen. Die EU ist zwar als Währungsunion gegründet worden, aber was für mich das Wichtige daran ist, ist einfach, wie gesagt, dieser europäische Gedanke, einfach ja, dieses gemeinsame, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und wenn man jetzt wieder austritt, dann war das einfach für mich ein ganz schlimmer Schritt rückwärts. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, treten wir aus, dann sind wir so wie die Schweiz, dann geht es uns gut, dann sind wir neutral, dann haben wir Geld. Das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, Österreich lebt von der EU. Wir können nur so, wir handeln so. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Europäische Union hilft uns. Es gibt sicher Sachen, die nicht so gut an der EU sind. Also wenn ich an die Landwirtschaft denke, da gibt es schon viele Verordnungen, die ziemlich katastrophal sind, aber so wirklich aufs ganze wirtschaftliche Ebene, glaube ich, wird Österreich mit so viel Import, so viel Export haben wir nicht. Wird man bald ziemlich wirtschaftlich absacken. Man kann nicht einfach austreten, ohne dass man irgendwas Ärgeres lostreten würde. Aber ich glaube, wenn Österreich gar nicht eingetreten wäre, dann würde es uns finanziell besser gehen. Das ist ein Blödsinn. Das ist einfach ein Blödsinn. Also ich will da auf keinen Fall hin zurück. Dass die Leute einfach ihre Scheuklappen aufziehen und alles, was man sich eigentlich recht mühsam erarbeitet hat, wieder einreißen. Davor habe ich echt ziemlich viel Angst.